Mutter und Junges leben im riesigen Krüger-Nationalpark, wo sich die Savanne bis zum Horizont erstreckt. Die Trockenzeit kommt, das Gras verbrennt gelb, die Bäche trocknen aus und zwingt viele Arten, sich abzusondern und neue Wasserquellen zu finden. Eine einsame Löwin verließ ihr Rudel und folgte den Hirschspuren und dem Geräusch des Wassers, das vom Waldrand widerhallte. Sie durchquerten das heiße rote Land und spannten ihre Augen gegen die Sonne und den aufgewirbelten Staub an. Mitten an einem heißen Nachmittag kamen sie in eine Gegend, in der es nach Menschen roch und in der es Spuren alter Maschinen gab. Am Waldrand blieben Mutter und Junges vor einer großen, unfertigen Grube ohne Zaun stehen. Das neugierige Löwenjunge ging näher an den Rand der Grube heran, seine Augen funkelten, seine Füße bewegten sich langsam auf dem rutschigen Ufer. Die Löwenmutter lag ein paar Meter entfernt, warf einen Blick auf ihre Jungen und war misstrauisch gegenüber dem fremden Ort mit den menschlichen Spuren. Plötzlich verlor das Löwenjunge den Halt und fiel direkt in das tiefe Loch, wobei überall Staub aufwirbelte. Der laute Schrei ertönte und erschreckte die Löwenmutter, die zum Rand des Brunnens eilte und panisch nach unten blickte. Das Löwenjunge versuchte, sich an der steilen Klippe festzuhalten, aber seine schwachen Krallen konnten keinen Halt finden. Die Löwenmutter brüllte wild und rannte um den Rand der Grube herum, ihre Augen starrten in die Tiefen der Verzweiflung. Es versuchte, seinen Fuß auf den Rand des Lochs zu setzen und scharrte dabei leicht im Dreck, konnte aber allein nichts weiter tun. Unten stöhnte das Löwenjunge, seine runden Augen blickten nach oben, ein schwacher Hoffnungsschimmer blitzte auf. Ihre Mutter brüllte weiter, ein langgezogenes Brüllen, das wie ein Hilferuf über das trockene Grasland hallte. Er ging wieder um den Rand des Lochs herum, legte sich dicht an den Brunnen und presste sein Ohr darauf, um dem schwachen Atmen zu lauschen. Noch immer fiel in kleinen Staubpartikeln der Staub herab, und das Löwenjunge kratzte in der Hoffnung, einen Ausweg zu finden. Es war niemand da, nur das grelle Sonnenlicht und der trockene Wind wehte über die verlassene Steppe. Eine Löwenmutter und ihre Jungen sind zwischen der goldenen Wüste und einer Grube gefangen, die das Leben der Jungen bedroht. Die Augen der Löwenmutter waren rot und verzweifelt, als sie in die tiefe Grube hinabblickte, als hätte diese ihr geliebtes Kind verschluckt. Aus der Ferne ertönte das Geräusch eines Jeepmotors, der sich dem roten Boden näherte und die gefährliche Stille durchbrach. Ranga Sifo war auf dem Weg, die Elefanten zu einer neuen Weide zu führen, als er ein seltsames Brüllen hörte. Er hielt das Auto an, stand auf, schaute durch sein Fernglas und sah eine Löwin um ein Loch herumlaufen. Er bog sofort näher ab, da ihm die Art und Weise, wie sich der Löwe bewegte, etwas Ungewöhnliches auffiel. Sifo erkannte die Löwin, die er einen Monat zuvor aus einer Falle in der Nähe der südlichen Felsen gerettet hatte. Damals war es das Löwenjunge, das ins Zentrum kam, um Hilfe zu holen, aber dieses Mal war nur die Mutter hier, wie seltsam. Er ging langsam näher und beobachtete das Verhalten der Löwenmutter, keine Aggression, nur Verzweiflung. Der Rand der Grube war deutlich zu erkennen, Sifo bückte sich vorsichtig hinunter und sah das Löwenjunge stöhnend darunter liegen. Es lebte noch, war aber sichtlich erschöpft, seine Beine zitterten und seine Augen waren im grellen Sonnenlicht glasig. Die Löwin brüllte nicht, sondern sah ihn nur an, als ob sie verstünde, dass dies ihre einzige Hoffnung war. Schnell griff er zum Telefonhörer und rief die Leitstelle an, um die Situation dringend zu melden. Am anderen Ende der Leitung hieß es, es würde fast eine Stunde dauern, bis Verstärkung und Rettungsausrüstung eintreffen würden. Sifo blickte in das Loch und dann zurück zur Löwin, die Zeit erlaubte kein weiteres Warten. Er trat ein paar Schritte zurück und suchte inmitten der Hitze und des Drucks nach einer Möglichkeit, das Tier zu retten. Dann blickte er plötzlich zu der Elefantenherde, die nicht weit entfernt stand. Eine Idee schoss ihm durch den Kopf. Die Elefantenherde, die er anführte, lebte seit 3 Monaten bei den Rangern und war für leichte Aufgaben ausgebildet. Unter ihnen war Shani, eine erwachsene, intelligente Elefantenkuh, die ihm half, Holz zu tragen und Seile zu ziehen. Sifo rannte auf die Elefanten zu, rief Shanis Namen und pfiff das ihm bekannte Spezialsignal. Shani nahm den Befehl entgegen, verließ die Herde und näherte sich ihm mit ruhigem Gesichtsausdruck, wobei sie mit den Ohren wackelte, als ob sie verstünde, was vor sich ging.
Er führte Shani zum Rand der Grube, streichelte sanft den Körper des Elefanten, um ihn zu beruhigen, und flüsterte ihm aufmunternde Worte zu. Die Löwin knurrte leise, als sie den Elefanten näher kommen sah, blieb aber stehen und beobachtete aufmerksam jede Bewegung. Shani blieb neben dem Loch stehen, ließ den Schlauch hinunter und berührte leicht das Ufer, um die Tiefe und Form des Brunnens zu ertasten. Sifo gab ihm ein Zeichen, sich auf sein linkes Knie zu knien und den Kopf zur Seite zu neigen, um in eine Zugposition zu kommen. Shanis kräftiger Rüssel griff langsam in das Loch, bog sich zu einem Kreis zusammen und zielte auf das Löwenjunge. Das Löwenjunge wich zunächst zurück, doch als es den vertrauten Geruch des Rangers wahrnahm, kam es allmählich näher. Der Rüssel schlang sich um den Körper des Löwenjungen und drückte gerade so fest zu, dass er Halt hatte, aber nicht wehtat. Langsam hob es das Wesen hoch, Schmutz und Sand fielen herab, während der kleine Körper in der Luft schwebte. Die Löwenmutter ging näher an den Rand des Brunnens heran und verfolgte mit weit geöffneten Augen jede Bewegung ihres kleinen Jungen. Shani hob das Löwenjunge aus dem Loch und setzte es vorsichtig neben dem Brunnenrand auf den Boden, dann trat sie zurück. Das Löwenjunge rollte sich sofort in die Arme seiner Mutter, stöhnte und rieb seinen Kopf an ihrer Brust. Die Löwenmutter leckte ihr Junges überall ab und stöhnte lustvoll, als hätte sie gerade dem Sensenmann das Leben zurückerobert. Sifo atmete erleichtert auf, näherte sich dem Elefanten, streichelte Shanis Stirn und lächelte dankbar mit seinen Augen. Als Antwort stieß Shani ein tiefes Brüllen aus, drehte sich dann um und kehrte langsam zur Herde zurück. Die Löwin drehte sich um und sah den Mann und den Elefanten ein letztes Mal an. Ihre Augen waren nicht länger voller Angst. Die Löwenmutter und ihr Kind standen auf, verließen die verhängnisvolle Grube und machten sich auf den Weg zu dem weiten Grasland in der Ferne. Auf dem roten Sonnenuntergangsgrund waren die Schatten von Mutter und Kind in der späten Nachmittagssonne lang und gingen stetig nach Westen. Die Löwenmutter blieb gelegentlich stehen, um den Kopf ihres Jungen zu lecken, als wolle sie überprüfen, ob sie wirklich noch in der Nähe war. Obwohl das Löwenjunge noch immer schwach war, ging es nun sicherer, seine Ohren waren aufgestellt und seine Augen leuchteten vor neuem Leben. Sie blickten nicht zurück, doch in ihren Herzen trugen sie die Spuren des Mannes, der ihnen das Leben gerettet hatte. In der Ferne bewegten sich die Elefanten weiter, und Shani fügte sich in die Reihen ein, als wäre er nie weg gewesen. Die Suche nach Wasser wurde zu einer Reise auf Leben und Tod und hinterließ eine unauslöschliche Erinnerung. Ein sanfter Wind wehte über das Grasland und trug die leisen Schritte der beiden Überlebenden herbei. Ein paar Antilopen schauten von weitem auf und rannten dann vorbei, als wollten sie der Rückkehr Platz machen. Am orangeroten Himmel erstreckte sich ein dünner Wolkenstreifen wie ein Gemälde, das Leben und Tod trennte. Mutter und Kind verschwanden nach und nach in den goldenen Feldern und ließen ein Stück Land zurück, das ihnen gerade das Leben gerettet hatte. Eine Stunde später traf ein Hilfsteam der Einsatzzentrale mit Holz, Schaufeln und Schutzausrüstung ein. Sifo erzählt die ganze Geschichte vom Brüllen bis zu Shanis spektakulärem Zug. Alle hörten schweigend zu, manche waren überrascht und brachen dann in schallendes Gelächter über die unglaubliche Geschichte aus. Ohne weitere Verzögerung machten sie sich an die Arbeit und errichteten einen Zaun um den gefährlichen Brunnen. Die erste Holztafel wurde aufgestellt, gefolgt von Pollern, Seilen und leuchtend roten Warnschildern. Jeder Mensch hält seine Hand fest und vorsichtig, als wäre jeder Hammerschlag eine Verpflichtung, das Leben zu schützen. Innerhalb von nur 2 Stunden war das Gebiet umzingelt und stellte für kein Lebewesen mehr eine Bedrohung dar. Als die Sonne unterging, blickte Sifo zurück auf das Loch, es war kein Ort der Angst mehr. Er stieg ins Auto und lächelte, als er an Shanis Löwenaugen und ihren flinken Rüssel dachte. Auf dem Rückweg ins Zentrum erhellten die Autolichter die rote Straße, wo gerade ein stilles Wunder geschehen war. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.